Auf unserer Panamerikaner-Reise kommen wir in Costa Rica an. Nur, dass wir unwillkommene Mitfahrer haben, die wir einfach nicht loswerden. Ja, die sind immer noch hier im Van und wir müssen das Problem irgendwie in den Griff bekommen, denn das geht so nicht. Costa Rica ist anders, als wir erwartet hatten. Auch wenn nicht nur im Positiven. Kostet wirklich eine Birne über 1 Euro. Ja. Aber wo hat man sonst Faultiere und giftige Frösche direkt vor der Haustür? So viele Tiere hier. Wir haben es schon 100-mal gesagt, aber das ist so schön, die halt einfach so in der Natur zu sehen. Hola zu einem neuen Video und schön euch dabei zu haben. Wir sind an einem neuen Ort, in einem neuen Land. Wir sind nämlich in Costa Rica angekommen und wir hören ja immer so viel Positives über dieses Land, freuen uns richtig schon mehr über dieses Land zu erfahren, etwas zu sehen. Ja, leider haben wir aber gerade ein Problem. Bei uns im Van ist wirklich das Chaos ausgebrochen, aber das Chaos selbst ist nicht das Problem, sondern eher wieso wir eins kreiert haben. Kurz vor unserer Ausreise aus Nicaragua haben wir gemerkt, dass wir ganz kleine Tierchen haben, die hier in unserem Van rumspazieren. Wir dachten erst, das sind Ameisen, aber wahrscheinlich sind das Termiten. Es ist so ein Scheiß, ganz ehrlich. Wir haben versucht, auch irgendein Gift dafür zu kaufen oder irgendein Mittel. Wir haben irgendein Biogift für Ameisen gefunden, weil ansonsten gibt es nur solche Sprays. Wir haben das jetzt gestern dran getan, an verschiedenen Stellen, wo wir gesehen haben, dass die so, ja, die Straßen durchführen. Ein paar weniger sind es heute, glaube ich, aber es sind immer noch zu viele. Also irgendwie haben die hier trotzdem immer noch ihre Wege, wo sie lang gehen. Und ja, Roberto ist jetzt auch zum Campingplatzbesitzer gegangen. Der kann uns vielleicht helfen, weil, ich meine, man sieht hier überall Termitennester. Wahrscheinlich ist das in dieser Region eher normal, also ein üblicheres Problem. Mal sehen, ob er uns da einen Tipp geben kann. Ja, und außerdem sind wir ja hier auch auf dem Campingplatz, wo wir die Drohne hingeschickt haben. Also hoffe ich sehr, dass er mit einem Tipp und mit der Drohne zurückkommt. Das wäre wenigstens etwas Positives. Hola! Hola! Die Drohne ist auf jeden Fall hier, oder Ja, zumindest das sehr Päckchen ist hier. Mal schauen, ob die auch drin ist. Ja, machen wir gleich auf, oder? Ja. Ich brauche gute Neuigkeiten. Ja, also ich habe noch mit Fred heißt er, Great, ja. gesprochen. Er meinte, ja, es gibt so einen Spray, den man benutzen kann, oder man kann es auch mit Diesel probieren, aber das würde hier drin so richtig stinken. Ja, also dieses Biogift hat irgendwie nicht so... Ja. Hm. Hörst du die Affen? Ja! Naja. Drohne, Fernbedienung. Und es hört sich voll an. Hat es niemand rausgenommen? Nee, passt. Sehr gut. Ich hoffe, es funktioniert aber auch noch. Ja, geht schon. Wir lassen jetzt mal die Viecher da drinnen schmoren, denn im Van sind es schon über 35 Grad. Und da müssen wir nicht auch noch drin sein. Und vielleicht hilft das ja, oder? Man darf ja hoffen, vielleicht verenden die in der Hitze. Mal schauen. Also wir laufen jetzt zum Strand. Es dauert etwa eine Viertelstunde, bis wir da sind. Die Wegbeschreibung habe ich auch schon bekommen. Es soll ziemlich abenteuerlich sein, aber Ah ja? ja. Oh, das wusste ich nicht. Es gibt zwei Wege. Entweder durch Schlamm oder durch ein Nachbarsgrundstück mit wilden Hunden. Das hast du mir nicht gesagt. Ja, jetzt weißt du es. Okay. Also mal schauen. Schau mal, ein Äffchen. Das ist ein Kapuzineraffen. Wie geil. Und der hat gerade eine Frucht genommen, wie der das ist. Die ganze Familie. Weißt du noch, auf Ometepe in Nicaragua, da sind wir tagelang, haben wir immer geguckt, sind sie hier, wo könnten sie sein? Wir haben rumgefragt. Ja. Wir haben die richtig gejagt und wir haben sie so lange nicht gesehen, bis wir von der Insel weg sind. Und hier, was sind wir? Wir sind 2 Minuten unterwegs. Ja. Und da sind sie einfach vor der Haustür. Aber sie sind wirklich viel scheuer als die anderen Affen. Man merkt es, kaum sehen sie einen, wollen sie weg. Und ja, ach, voll süß sind sie. Haben wir schon mal gesagt, dass es heiß ist? Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir es nochmal betonen. Ja, es ist nämlich heiß. Okay, gut sagst du es. Ja, ziemlich heiß. Ich sehe, wir haben den
Schlammweg gewählt. Ja. Aber ich höre schon das Meer rauschen. Ich glaube, das Schlammfeld haben wir hinter uns. Aber es war ganz witzig. An einigen Stellen war es so ein bisschen weiß und wirkte wie eine Kruste. Also ich glaube, das ist vom Salz wahrscheinlich. Das vom Meer kommt, denn anscheinend bei Flut ist dieses Schlammfeld eben auch wirklich Schlamm. Also nicht so fest wie jetzt, wo wir drüber gelaufen sind, sondern anscheinend auch richtig matschig. Darum müssen wir auch ein bisschen die Gezeiten im Blick behalten, damit wir da lang auch wieder zurückkommen. Wow, ist aber wirklich schön. Ja. Also das Meer ist ein bisschen trüb, aber da so mit den Bergen, also es ist ein bisschen diesig, aber vielleicht macht das gerade die Schönheit aus. So, jetzt aber ins Wasser, oder? Ja, los! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr euch Costa Rica nicht ein wenig anders vorgestellt? Also ich habe mir Costa Rica ganz anders vorgestellt. Hier ist alles trocken. Ja. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. It breaks in my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river. Also wenn das kein guter Start für Costa Rica ist. Voll. Aber wir merken, dass die Flut langsam kommt. Die Wellen kommen immer höher und wir müssen dann noch durch diese wundervolle Matschlandschaft, die hoffentlich nicht noch matschiger wird. Ja, hoffentlich ist sie nicht unter Wasser schon. Ja, darum machen wir uns langsam auf den Weg. Wir haben hier auch viel weniger Schatten als erwartet. Ich will mir keinen Sonnenbrand holen. Nee. Also machen wir uns auf den Weg und Sehen wir uns da beim Van wieder. Buenos dias, wir sind fast schon ready, um weiterzufahren. Jesse befestigt hier oben noch die Sandbleche, damit wir endlich losfahren können. Ja, wir hatten eigentlich eine ziemlich ruhige Nacht, abgesehen von den Papageien, die uns heute Morgen, das waren hunderte von Papageien, aufgeweckt haben. Alles halt einfach so. Wir finden es richtig cool. Ja, aber wie gesagt, für uns geht es jetzt weiter. Wir wollen ein bisschen Landesinnere fahren, oder? Wir gehen Landesinnere? ja. Ja, denn hier an der Küste ist es einfach viel zu warm. Also auch die Campingbesitzer meinten, ja, zurzeit ist es ungewöhnlich heiß. Also wir hatten tagsdurch 35, 36 Grad. Die Hitze kommt natürlich nicht aus dem Van raus. Das heißt, wir schlafen in einem Backofen, egal ob wir mit offenen Fenstern, die Ventilatoren laufen. Also ja, ist nicht wirklich angenehm. Von dem her versuchen wir uns irgendwie in die Berge zu flüchten. Wir haben Leute hier getroffen, die von da kommen und sie meinten, die Nächte sind da wenigstens ein bisschen kühler. Genau. Also Weiter geht's. wir kommen ganz gut voran, aber ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass es irgendwann mal ein bisschen grüner wird, aber es ist immer noch so trocken und weite Graslandschaft. Na, vielleicht ändert sich das unterwegs noch. Jetzt halten wir erstmal kurz an und gehen einkaufen, denn ja, dazu sind wir ja noch nicht gekommen seit unserer Einreise. Uns schwant ein bisschen Übles, was die Preise angeht, denn es hieß immer von anderen Reisenden, dass Costa Rica wahnsinnig teuer ist im Vergleich zu den anderen zentralamerikanischen Ländern. Ja, mal sehen. Wir fahren jetzt hier in diesen Ort rein und da gibt es auch einen großen Supermarkt, da sollten wir auch alles kriegen. Kostet wirklich eine Birne über 1 Euro. Ja. Ich weiß nicht, wie viel es in den letzten Ländern gekostet hat, aber definitiv nicht so viel. Okay, dann gibt es eben nur eine. Das war ein ziemlich teurer Einkauf. Wir haben jetzt ungefähr 42.500 Colones bezahlt oder Colon bezahlt. Das sind umgerechnet etwa 80 Euro.
Und wir haben nur Basic-Sachen gekauft. Also wir haben zum Beispiel auch kein Bier gekauft, wir haben keine Teigwaren noch dazu gekauft oder sonst irgendwas, sondern nur Früchte, ein bisschen Fleisch, Milch. Ist doch ziemlich teuer. Und ja, die Jessie ist jetzt nochmals reingegangen, denn wir haben den Termitenspray vergessen. Also die Termiten sind immer noch hier. Dieses andere Zeug, was wir drauf hatten, das hat ein bisschen geholfen, aber ja, die sind immer noch hier im Van. Und wir müssen das Problem irgendwie in den Griff bekommen, denn das geht so nicht. Also Spray und dann hier nochmal solche Giftwürfel. Was ist mit den Würfeln? Oh, wie? Was macht man mit denen? Ja, die legt man aus, da wo sie sind, und dann knabbern sie dran. Das ist diese Borsäure, die ihr helfen soll. Und das hier ist spezifisch für den Innenraum. Also man muss es danach 2 Stunden lüften, aber es ist halt auch für drin. Und es gibt ja natürlich nichts Spezifisches für Termiten, aber die sind ja recht nah mit Kakerlaken verwandt. Also sollte Kakerlakenmittel funktionieren. Hoffentlich. Ja. Ich will die Biester loswerden. Naja, aber war ganz schön teuer das Zeug auch wieder. Irgendwie 8 Euro und 6 Euro oder so. Also es sammelt sich echt. Ja. Naja. Okay, fahren wir weiter? Jupp, los. I think that I'm going to hiding somewhere by a gate. Manchmal gibt es doch, da fährt man über einen Hügel und die Landschaft sieht gleich komplett anders aus. Und so ist es gerade auch hier. Wir sind über einen Berg oder Hügel, das waren etwa 600 Höhenmeter oder so, drüber gefahren. Und hier ist auf einmal alles viel grüner. Die Vegetation ist viel dichter irgendwie. Und wir sehen hier auch den Lago Arenal, einen See. Man sieht aber, dass der ziemlich wenig Wasser führt. Also man sieht diesen Streifen rundherum, der so trocken ist. Also es ist schon das Ende der Trockenzeit, das merkt man schon. Aber trotzdem richtig schönes Bild, endlich mal so schön grün und Wasser. Und Endlich so, wie man sich es vorstellt auch. ja, schon, endlich. Also das Klima ist hier wirklich komplett anders. Man sieht so richtig dunkelgraue Wolken am Himmel. Wir hatten kurz mal, nee, jetzt haben wir auch wieder 29,5 Grad. Wir sind unter 30 und es fallen Tropfen auf unsere Windschutzscheibe. Also wir versuchen ja eigentlich der Regenzeit noch zuvorzukommen, aber ich feiere es gerade total. Bin gerade total aus dem Häuschen, wo die ersten Tropfen fehlen. Oh. Vielleicht regnet es noch mehr. Ja, vielleicht. Oh, das wäre so schön. Schau, wieder ein Tropfen. Wir sind angekommen. Das ist unser Schlafplatz. Ihr hört schon, hier sind richtig viele Tiere. Es ist grün rundherum. Und Marco, der Besitzer des Campingplatzes, der sich eben sehr darum bemüht, dass sich die Tiere hier auch wohlfühlen und die Natur, hat uns vorhin gleich schon zu sich gerufen. Und wir haben unser erstes Faultier gesehen. Also wir sind seit 2 vollen Tagen in Costa Rica und ich habe mein größtes To-Do schon abgehakt, nämlich ein Faultier zu sehen. Ich bin im 7. Himmel. Aber ich würde sagen, wir zeigen euch morgen in Ruhe, wie das hier so aussieht, was hier alles für Tiere sind. Die fühlen sich hier wohl, die sind wahrscheinlich morgen auch noch da. Wir richten uns jetzt erstmal ein. Roberto hat gerade auch schon die Sandbleche runtergeholt, denn wir stehen ein bisschen schräg. Wir richten uns aus und dann kümmern wir uns auch noch um das im Van, denn ja, die Termiten, ja, die sind leider mitgekommen. Riecht ganz schön giftig. Ja, und die Dinger, die Viecher, sie gehen einfach nicht weg. Und jetzt, es geht halt nicht anders. Wir müssen halt mit der Giftkeule dahinter. Ich weiß nicht auch, wie gesund das für uns ist, wenn wir hier drin sind. Wahrscheinlich nicht sehr gesund, aber darum lassen wir jetzt alles offen und lüften. Ja. Da, wo die Termiten gestern waren, also vor allem hier im unteren Schrank der Küche, da haben wir jetzt keine mehr gesehen. Also zumindest am Nachmittag beim Einkaufen haben wir einmal reingeguckt, da war, ich glaube, eine ist da durchgelaufen, oder? Du hast auch nicht mehr gesehen. Aber auch hier an der Seite sind keine mehr, also sieht man sehr wenige. Das kann nicht sein. Wir probieren einfach alles, genau. was sich uns hier bietet. Ja.
Guten Morgen aus unserem kleinen Paradies. Hört sich das nicht richtig geil an? Also die Geräuschkulisse hier ist unglaublich. Und nicht nur die, sondern auch die Temperaturen sind richtig angenehm. Deshalb ja, sind wir wieder mal hängen geblieben. Wir sind einige Tage länger als geplant hier. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, hier diesen Platz zu besuchen. Ja, ich würde mal sagen, pura vida hier. Aber wie man sieht, sind wir hier nicht alleine auf dem Campingplatz. Ja, hier in Costa Rica kann man überall sehr gut zelten. Und was wir auch gesehen haben, sehr viele Touristen mieten sich so einen kleinen Jimny mit Dachzelt und erkunden die Gegend. Und vor allem hier diese Gegend um La Fortuna, wo wir uns jetzt zurzeit befinden, ist unglaublich. Nicht nur von der Natur, aber auch von den Tieren. Ja, muss man einfach mal gesehen haben. Natürlich wollen wir uns auch die Umgebung von La Fortuna noch ansehen, aber ja, ich habe hier einen Korb voll Geschirr, das noch gewaschen werden muss. Und ich zeige auch ein bisschen, wie das hier so aussieht, auch im Gemeinschaftsbereich. Also hier ist ja so ein großes, überdachtes, ja, so ein Bereich mit Küche, also Kühlschrank, Kochfläche, Waschbecken, wo man eben auch abwaschen kann. Damit braucht man nicht sein eigenes Wasser nutzen, obwohl hier sogar auf dem Grundstück und an vielen Orten in Costa Rica ist ja alles Trinkwasser, was aus dem Hahn kommt. Hier hinten, hinter einem dieser Zelte, ist auch das Häuschen mit Toiletten und Duschen. Kaltes Wasser, aber richtig angenehm, schön erfrischend. Wir nehmen immer am Abend eine Dusche, um uns ein bisschen abzukühlen für die Nacht. Und hier hinten war es, wo wir das erste Faultier gesehen haben, als wir angekommen sind am ersten Tag. Also man sieht, das ist wirklich, man ist von der Natur umgeben. Die ist hier, rund um einen herum. Und ja, auch eben hier so in den Bäumen, rund um den Campingplatz, da ist so viel Leben. Das ist faszinierend. Und der darf natürlich auch nicht fehlen. Und wenn man von den Tieren spricht, gerade hat uns ein anderer Camper gesagt, dass da vorne ein Tukan ist. Mal sehen, ob wir den endlich mal anständig vor die Linse kriegen. Ah, da oben ist er. Ah, cool. Ah, richtig cool, dass wir den mal so nah gesehen Ja, haben. voll. Der war richtig nah. Ja, sonst sind die immer so weit weg. Machen wir gleich eine Runde, oder? Gucken wir mal, was wir hier sonst noch... Da? Wir haben jetzt fast jeden Tag eigentlich schon Faultiere hier gesehen. Am meisten das mit den 3 Zehen, also das 13 Faultier. Und es gibt ja noch ein anderes mit 2 Zehen, das haben wir einmal auch schon gesehen. Aber es ist so faszinierend, die so zu beobachten, wie sie sich langsam die Äste entlang hangeln. Ich hätte nie gedacht, dass man das so auf einem Campingplatz erleben kann. Und tatsächlich haben uns auch viele andere Reisende schon erzählt, dass sie selbst in Nationalparks nicht so viele Tiere gesehen haben wie hier auf diesem kleinen Raum. Sogar hier im Laub neben mir kommen am Abend Frösche raus, bunte Frösche, unter anderem auch der Pfeilgiftfrosch. Ja, jetzt ist es zu warm, die kommen dann, wenn es wieder kühler wird, aber Und vielleicht sehen wir die heute Abend auch noch. Dass die so klein sind? Die sind so So munzig. Mini-Fröschchen. Ja. Wahnsinn. Wusste ich gar nicht. Und so farbig. Ja, auf den Bildern fehlt immer der Kontext, da Ja. sehen die viel größer aus. So cool wir hier die Tiere aber auch finden. Wir haben uns vorgenommen, dass wir heute endlich mal uns wieder losreißen und einen kleinen Ausflug machen. Hier gibt es ja zum einen, Roberta hat es vorhin schon erwähnt, La Fortuna, und das Gebiet hat ja wahnsinnig viel zu bieten. Aber in dem Gebiet ist eben auch der Lago Arenal und auch der Vulkan Arenal. Heute ist, glaube ich, richtig gute Sicht. Wir wollen uns den mal ansehen und dafür müssen wir den Campingplatz eben mal wieder verlassen. Weit fahren wir aber, glaube ich, nicht, oder? Ich glaube, es ist eine halbe Stunde von hier. Ja, also fahren wir eine halbe Stunde und dann sollten wir, ich hoffe, einen guten Aussichtspunkt haben. Wir haben da was rausgesucht. Mal sehen, wie das wird.
Der Vulkan selbst ist ja schon ganz schön imposant. Fast vergessen, wir haben unsere Ponchos hier noch hängen. Die vergessen wir immer. Wir hängen die immer hier so hinten an den Van. Da hängen sie so gut. Gerade nach der kalten Abenddusche jeden Abend zum Abkühlen. Ja, hängen die da einfach sehr praktisch und dann gehen die auch bei sowas vergessen. So, jetzt sind wir aber fertig, oder? Können wir los? Jo. Gut. ¿Tienes un punto donde podemos ir a visitar el volcano como un mirador? Ese, el primero. Also eine gute Empfehlung haben wir bekommen. Ja. Mal schauen, ob wir es dahin schaffen. Wow. Ja, aber dann Fahren wir dahin. fahren wir lieber dahin, was er uns empfiehlt, als was wir uns da irgendwie Genau. ausgesucht haben. Wenn man so durch La Fortuna durchfährt, dann merkt man, wie touristisch es eben doch ist. Obwohl wir ja überhaupt nicht weit weg von der Stadt sind. Aber hier sind halt Restaurants, Touranbieter, Souvenirläden, eins neben dem anderen. Und so viele Leute. Es ist ja sehr anders. Und vielleicht fällt es uns auch so stark auf, weil wir halt den Kontrast haben zu den nördlicher gelegenen Ländern. Also jetzt in den C4-Ländern, da war ja bei weitem nicht so viel Tourismus. Und hier ist es halt auch ein bisschen anders strukturiert. Hier macht man sehr viele Touren. Also auch wenn die Leute vielleicht ein Fahrzeug mieten und quasi individuell reisen, um dann gewisse Sehenswürdigkeiten anzusehen, bucht man dann immer einzelne Touren. Und es ist sehr wenig, das ja, nicht kostenpflichtig besucht werden kann oder ohne Tour. Wir hoffen jetzt, dass dieser kleine Mirador, den wir anfahren, dass der wenigstens nicht allzu teuer ist, weil hier kostet wirklich fast alles etwas. Ich hoffe, wir müssen hier nicht weiter, weil hier ist nicht nur Schotter, sondern da ist ein großer Fluss. Was sagst du, fahren wir da durch? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, oder? Nee. Ich glaube, das ist nicht die Art von Straße, die wir in der Regel fahren. Nee. Okay. Also ich glaube, man könnte schon durchfahren. Mann oder wir? Also da steht ein Auto auf jeden Fall, also der ist auch hier durchgefahren. Schon witzig, wie viele Leute hier so Picknick machen am Fluss. Sieht so richtig idyllisch aus, nicht? Ja. Aber ja, wir fahren auf jeden Fall nicht durch, obwohl wir jetzt Leute gesehen haben, die durchgefahren sind. Sah voll easy aus, wäre doch Ja. was für uns. Also ich würde mich schon getrauen, wenn wir mit irgendjemand anderem da... Ja, mit jemandem, Ja. der uns rausziehen könnte. Genau. Hola. Hola, ¿qué tal? Aber so, also ich glaube, auch wenn wir stecken bleiben würden uns die Leute hier raushelfen. Aber Bestimmt. ich will es jetzt nicht riskieren und wir wollen ja sowieso noch was anderes anschauen. Aber ich glaube, jetzt auf dem Weg zurück gibt es noch wahrscheinlich einen anderen Punkt, wo wir auch den Vulkan auch ansehen können, oder? Das war ja eigentlich unser Ziel. Genau. Obwohl, die Füße hier reinzuhalten war auch schön erfrischend. Genau. Also weiter. Also los, weiter. Ich glaube, in den paar Minuten, die wir da waren, sind, 7, 8 Autos durch den Fluss gefahren. Wir haben wohl das falsche Fahrzeug. Ja, für Costa Rica vielleicht nicht ganz ideal. Aber vielleicht kommen wir ja wieder und mieten uns ein anderes Fahrzeug. Ja. Dann könnte man das machen. Also wir haben ein To-Do, es ist klar. Zweiter Versuch für den Aussichtspunkt. Und natürlich riecht es auch hier richtig gut nach Barbecue. Aber hier würde ich sagen, sieht man den Vulkan einiges besser. Mit dem See davor, sowas hatten wir eigentlich gesucht. Richtig schön, oder? Ich muss sagen, ich war schon ganz schön überrascht, als ich über diesen Vulkan gelesen habe. Und anscheinend ging es nicht nur mir so, denn der Vulkan war sehr lange Zeit nicht aktiv, komplett überwachsen und man musste ihn erst besteigen, um überhaupt festzustellen, dass es ein Vulkan ist. Ja, es ist aber der jüngste und gleichzeitig aktivste Vulkan von Costa Rica, denn er speit immer noch Lava. In den 60er Jahren kam die erste große Eruption nach 100er Jahre langer Stille.
Nach 2010 kamen wieder richtige Ströme an Lava den Vulkankegel runter. Also der kann schon was. Und auch jetzt, wenn man ganz genau guckt, kommt oben ein bisschen Rauch raus. Das ist, weil der immer noch speit. Andauernd kommt da ein bisschen Lava raus, die sich um den Krater herum aufbaut und ja, den Vulkan jedes Jahr um einige Meter wachsen lässt. Wer hätte das gedacht? Wir sind soeben zurückgekommen und Marco meinte gleich so, hallo Hundi, meinte gleich so, ja kommt kurz, ich zeige euch, wo die Frösche sind, denn ja, die sind immer richtig schwierig zu erkennen. ¿Dónde están? Y entre esas áreas logras encontrar las distintas. Dann mal sehen, ob wir sie finden. Es ist jetzt gerade noch ein bisschen warm, aber mit ein bisschen Glück sehen wir sie. Also Marco sieht sie. Por aquí hay una blue jean. In diesem Laub hier wohnen zwei Arten von Fröschen, und zwar Goldbaumsteiger. Die sind ein bisschen größer und so grün-schwarz gescheckt. Und anscheinend der Schwarz- oder Grünanteil variiert je nachdem, an welcher Küstenseite sie sich befinden. Also Pazifik oder Atlantik. Voll witzig. Und dann gibt es auch noch die kleineren roten Blue Jeans heißen die, denn die sind eigentlich rot am Körper, aber die Füße und Beine sind jeweils blau und deswegen eben Blue Jeans. Und das sind Pfeilgiftfrösche, also die sind beide ganz schön giftig. Wenn man sie anfasst, sollte man sich unbedingt die Hände waschen, und sobald Schleimhäute mit dem Gift in Berührung kommen, kann es sehr, sehr unangenehm werden, auch für Menschen. Aber ey, die hier so zu sehen. Ja, voll. Und Marco meinte noch, er hat noch eine Sache, die er uns gerne zeigen möchte. Okay. Ja, dann schauen wir, wo er ist. Ja. Ich habe ein Tattoo bekommen. Ja, sieht richtig schön aus. Aber es ist voll interessant. Das ist so eine bestimmte Art von Farn, wo sich die Samen, also sind das Pollen? Samen, Nee, einfach die sind Samen, ja. ja, die dann halt an der Haut kleben bleiben. Ja. Richtig schön. Was? Also dieser Platz hier ist wirklich gefühlt der beste Campingplatz, den wir hatten. Ja. Er ist zwar ziemlich einfach, aber er hat alles, Tiere, was die man braucht. sieht, Und was man von Marco alles lernen kann, Ja. ist schon gewaltig. also es ist ja auch, ich meine, all diese Tiere und auch das mit dem Fahren, das wächst hier vielleicht oder das lebt hier, aber er hat das Auge dafür, und wenn er es uns nicht zeigen oder erklären würde, würden ja die Hälfte nicht mitkriegen. Das ist Ja. Ich komme wirklich aus dem Staunen nicht raus. Ich hätte nie erwartet, dass wir in ein paar Tagen Costa Rica schon so viel sehen. Also Costa Rica von der anderen Seite, als wir es erwartet hatten. Und so viele Tiere auch. Also, ja. und das direkt vor der Haustür. Klar, wir haben es wahrscheinlich schon 100 Mal gesagt, aber es ist wirklich so faszinierend, das so in der Natur zu sehen. Das hatten wir bis jetzt in keinem einzigen anderen Land. Nein. Also, Nein. Ja. Also ich würde sagen, wir sind richtig froh, dass wir uns doch Zeit nehmen für Costa Rica. Obwohl wir damit ziemlich Ja, in Stress kommen, weil wir halt ja, für andere Sachen keine Zeit haben. Und wir müssen in der Woche in Panama City sein, um das Fahrzeug für die Verschiffung vorzubereiten. Also ja, das wird noch mal ganz schön viel Kopfzerbrechen mit der Höhe und allem für den Container, aber ja. dafür genießen wir jetzt umso mehr noch mal hier die reiche Vielfalt von Costa Rica. Genau. Wir hoffen, ihr seid auch dabei, wenn es nächste Woche weiter in Costa Rica weitergeht oder im nächsten Reisevlog. Ja. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns über ein Abo, einen Kommentar, ein Like. Ihr kennt's. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Hasta luego. Pura vida.